Ja Allah, gib von seinem Lichte. Tarikatuna Sohba Hayrun fi Jamia. Und der Weg ist der Weg des Wortes Gottes. Wir bitten um spirituellen Beistand der Heiligen, dass sie uns die endlosen Ozeane der Weisheit öffnen, die Schatztruhe des Herrn öffnen und dass wir immer mehr an himmlisches Wissen uns bereichern. Allahu nuru semavati vel ard. Estağfurullah billah. Ohne Zweifel, der Herr ist das Licht auf Erden und Himmeln. Denkt ihr, der Herr erscheint selbst mit seinem Selbst auf Erden und Himmeln? Erscheint die Sonne selbst auf Erden? Oder schickt er seine Strahlen? Was sind die Strahlen für die Sonne? Stellvertreter der Sonne. Jeder Strahl der Sonne ist ein Stellvertreter der Sonne. Ein Repräsentant. Im Namen der Sonne strahle ich hier, sagt jeder Strahl, und gibt dir ein Licht. In wessen Namen bist du da, o du Strahl? Im Namen der Sonne. Wo ist sie? Da oben. Die eine Sonne da. Und alle Propheten, 124.000, von Adam bis Mohammed a.s. Sie waren alle wie diese Strahlen der Sonne. Allahu nuru semavati vel ard. Sie waren das Licht des Herrn auf Erden. Die Lichter des Herrn auf Erden. So ist es in Bedeutung zu verstehen. Ja, oder denkt ihr, der Herr erscheint selbst? Er lässt es tun, der König lässt es tun, macht nicht alles selbst. 124.000 Propheten, wir kennen nur fast 30 die Namen, die anderen sind sowas wie unbekannt. Sie waren alle wie die Gestirne da am Himmel, die Sterne. Bevor die Sonne erscheint, bevor der Mond erscheint, kommen die Sterne raus. Oder kommen die Sterne nach dem Mond raus? Wer hier ist der Astrolog? Die Gestirne. Früher hat man in der Wüste nach oben geschaut, nach Sterne sich orientiert nach den Sternen. Diese kleinen Lichterstrahlen, sie haben den Weg gezeigt. Und Sayyidina Mohammed sagte, alle meine Sahabe, alle meine Schüler sind wie die Gestirne am Himmel. An wen du auch folgst, kommst du aus deiner Dunkelheit raus und du bist im Land der Glückseligkeit, im Land des Lichtes, im Land des ewigen Friedens. Wen du auch folgst, 124.000 Jünger, Schüler, die sind alle wie diese Gestirne, sagte er, am Himmel. Von Adam bis Sayyidina Mohammed
Ala Nebiyun aleyhissalatu vesselam. Alle Propheten waren wie Gestirne am Himmel. Sie waren Lichter Gottes auf Erden. Bis der Mond erschien. Und dann kam der Mond. Und Sayyidina Mohammed ist heute sein erster Schritt zum Erscheinen in einer dunklen Welt. Das ist diese Nacht. Der Mond war im Kommen. Und der Mond symbolisiert seine Erscheinung, sein Wesen. Die Gestirne, all die Propheten vor ihm. Und er ist der Mond, er ist uns am nächsten. Die sind weit weg. Und der am nächsten dir ist, gibt dir mehr Licht. Und so ist die Sonne wie der Herr, der Mond wie sein Geliebter, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazi salatu tazimen li hakkike ya Sayyidina Muhammad. Hazi salatu tazimen li hakkike ya Sayyidina Muhammad. Hazi salatu tazimen li hakkike ya Sayyidina Muhammad. Allah Nebiyina aleyhissalatu vesselam. Respekt gebührt nur ihm und dem Herrn. Warum gibt es die Gestirne? Warum gibt es den Mond? Damit sie uns Licht geben. Nicht nur in unserer äußeren Welt, auch in unserer inneren Welt. In unser Herzen, in unser Verstand, unsere Gedanken, unsere Taten. Licht. Dass unser Herz sauber wird, leuchtet. Wenn das Herz leuchtet, leuchten die Gedanken. Der Verstand leuchtet, die Gedanken leuchten. Und wenn die Gedanken leuchten, unsere Taten leuchten. Unsere Taten werden zu guten Taten. Alles böse Tat ist aus der Dunkelheit. Eine Reaktion der Dunkelheit. Alles gute Tat ist eine Reaktion, Erscheinen des Lichtes Gottes. Jede gute Tat ist in Wirklichkeit ein Erscheinen des Lichtes Gottes. Das ist jetzt, sagte er, eine neue Erklärung, eine neue Weisheit, die sich uns jetzt öffnet. Und alles in Wirklichkeit ist aus einer Schwingung, ist eine Energie. Und alles Energie ist vom Licht. Licht ist Energie, Energie ist Licht. Und jede gute Tat ist in Wirklichkeit eine Bewegung und ein Erscheinen des Lichtes in Körper, in Tat. Jede böse Tat aus der Dunkelheit. Ein Wesen, eine Erscheinung aus der Dunkelheit. Mögen alles Dunkle uns verlassen haben. Und wenn nicht, oh Sheikh, auch wir, die dunklen Seiten von dir gehören zu dir. Was machen wir jetzt? Rein dann in den Käfig mit euch, in die Quarantäne. Wenn ich euch nicht loswerden kann, dann lasse ich euch aber auch nicht frei. Rein in die Quarantäne mit euch und schön abschließen, schön in Ketten legen. Weil der Mensch symbolisiert alles, was da ist in der Existenz. Sowohl die dunkle Seite als auch das Lichtseite. Du musst nur wissen, wen du unter Kontrolle halten sollst, was du freigeben sollst, was du zurückhalten sollst. Dafür sind die Propheten gekommen. Deswegen sind sie gekommen, um Licht zu geben für unser Herz, für unser Verstand, Gedanken und unsere Taten. Und so, dass sie uns auch ein Wissen geben aus Licht, aus der Quelle des Lichtes, wie wir unsere dunklen Kräfte unter Kontrolle halten können. Sie haben uns den Weg gezeigt.
wie wir es schaffen. Und sie haben gesagt, alle, oh ihr Menschen, tut nicht Böses. Tut was Gutes. Liebt euch nicht so zu sehr selbst, sondern ein bisschen Nächstenliebe sollte auch angesagt sein. Ohne Nächstenliebe gibt es keine gute Tat. Eine gute Tat gibt es nur mit dem Antrieb der Nächstenliebe. Und der Mond, Sayyidina Mohammed, heute diese Nacht, hat sich angekündigt. Ohne Zweifel, der Mond gibt mehr Licht als die Gestirne in dieser dunklen Planet. Und so ist die Sonne wie der Herr, der Mond wie der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und die ganzen Gestirne wie die anderen Gesandten des Himmels, Lichterketten des Himmels. Und mit jedem Lichtstrahl aus dem Himmlischen, jedes Lichtstrahl, das in unser Herzen erscheint, ist aus der Schatztruhe des Herrn, aus der Schatzkammer. Das ist riesig, Rosmarie, ohne Anfang, ohne Ende. Du wirst dich dort verlieren. Endlos. Und je mehr du da schaffst, aus dieser Schatzkammer, wird immer mehr und nicht weniger. Das ist gegen die physikalischen Gesetze. Und und seid, o ihr Gläubigen, mit den Aufrichtigen. Das sind die Heiligen, das sind meine Lichtblicke. Alles, jeder Heilige ist ein Lichtblick von mir. Denn wer zu mir gehört, wer sein Herz mir geöffnet hat, dessen Auge bin ich, werde ich, sehende Auge, schauende Auge, hörende Ohren. Und jeder Heilige, wenn ihr einen zufällig mal getroffen habt, begegnet seid, dann verlangt mehr und mehr Licht, so wie ihr bekommen könnt. Holt euch mehr Tüten, Säcke und macht ein bisschen Muskeln, sodass ihr mehr tragen könnt und verlangt nach mehr. Das ist erlaubt, halal. Weil jeder Heilige, jeder Freund Gottes schaut mit Lichtblick Gottes. Nazar, sagt man. Und du kannst so viel Zikr machen, so viel Gebete, so viel meditieren. Nicht, das ist alles ein Material zum Gebrauch machen. Aber du kannst in dein Lamborghini Benzin tanken, maybe 1000 Liter. Aber ohne diese Funke, der den Schlüssel dreht, gibt es keine Bewegung. Der Wagen stimmt, Sprit stimmt, alles voll geladen, alles einsatzbereit. Aber wo ist die Funke? Wer funkt in dir? Wer bringt dich zum Funken? Wer setzt sich in Bewegung? Wer setzt diese Energie, diese Benzin in Bewegung und macht einen Gebrauch davon, dass es nützlich wird? Alles dein Zikr, alles Meditieren, alles Gebete, schön und gut, das ist ein Muss. Aber da fehlt etwas an deinem Körper, der Kopf. Alles Muskeln, alles da. Ohne Kopf. Von unten nach oben bis zu den Brüsten Arnold Schwarzenegger. Mr. Universum. Aber ohne Kopf. Wozu ist dieser Körper dann zunutze, Ben? Du bist auch so einer wie Arnold. Aber ohne Kopf. Wie sieht dein Körper aus? Lächerlich. Lächerlich. Unnutze. Seid mit den Heiligen zusammen, mit meinen Freunden zusammen, ist ein Ayat aus dem Koran und das ist ein Fatwa direkt von Allah und ein Befehl. Das ist keine Empfehlung. Seid
mit ihnen zusammen, ist ein Befehl, keine Empfehlung, ist ein Fatwa. Du hast zu suchen. Wenn du suchst, sie finden dich. Du kannst sie nicht finden, sie finden dich. Aber du musst das Zeichen geben, Signal. SOS. SOS. Save our soul. Die anderen interessieren uns nicht, wenn du sagst, Egoist, wie du bist. Sag dann SMS. SMS. Save my soul. Die anderen interessieren mich nicht. Das ist volle Nächstenliebe. So. Mach was, entweder SOS oder SMS. So wie du ein Signal gegeben hast, der für dich zuständig ist. Immer ist jemand für dich zuständig. Ohne ein Treuhand, Vormund kommt niemand in die Existenz, keine Seele. Jede Seele, die in die Existenz kommt, Rosmarie, Vormund ist, bevor diese Seele kommt, ist schon da und wartet auf deine Seele. Wie deine Mutter, wie dein Vater. Eine spirituelle Vormund ist vor dir da und sagt, hallo, wann wirst du endlich nach mir gesucht haben? Ja, ich suche erstmal alles in Müllhalde der Welt, nach weltlicher Kram, was funkt, aber falsch ist und Lüge ist. Lass das. Du wirst nie finden, wonach du wirklich suchst. Du wirst nie damit zufrieden geben mit dem, was du gefunden hast. Weil es alles ist ein Müll aus der Müllhalde. Such nach der Schatztruhe Gottes. Such nach deinem eigenen Schatz. Aha. Jede menschliche Seele wird mit seinem Schatz geboren, mit einem Schatz in die Existenz geschickt, wird reich erschaffen, arm geschickt. Und so muss jede Seele nach seinem eigenen Schatz suchen, auf dem Jagd nach dem verborgenen Schatz. Neue Actionfilm. Abenteuer. Auf der Jagd nach dem verborgenen Schatz. Dein Schatz. Die Menschen sind töricht, sie machen sie durch die Wälder Amazonen und voller Schlangen, Anacondas, machen sich auf den Weg ohne Angst, mit einer Gier nach einem Schatz, auf der Suche, um reich zu sein. Such doch nach deinem eigenen Schatz. Und wenn du nach Anacondas auch irgendwo hinterher bist, schau in dein eigenes Dschungel hinein, wo dein Anaconda da über deinen Schatz wacht. Dein Ego. Dein Ego ist dein Anaconda und wacht über deinen Schatz. Besiegst du mich, bekommst du den Schatz, sagt dein Ego, namens Anaconda. Ist das eine neue Drehbuch jetzt? Ein neues Drehbuch. Written by Allah Almighty. Anaconda. Das Ego hat sogar einen Namen, Anaconda. Und wacht über deinen Schatz, dein Herz. Und wenn du nicht weißt, wie du mit ihm umgehst, schluckt er dich hinein. Du bekommst nie deinen Schatz zu Händen. Jeder Heilige, der für dich zuständig ist, hat den Schlüssel für deinen Schatz. Wer nach seinem Schatz sucht, muss zu seinem Treuhand gehen, Vormund gehen. Der Vormund wacht über seinen Schatz. Und er kann dir zeigen, wie du diese Anaconda in dir besiegen kannst. Er kann dir Tricks und Wege zeigen. Er ist nämlich der Dompteur. Dompteur der wilden Tieren. Eine Katze kann jeder erziehen. Mach mal das mit Anaconda. Mach mal das eine Wildkatze.
Das schafft nicht jeder. Und das ist nur auch eine Meisterhand. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, seid mit den Heiligen zusammen, mit Freunden Gottes, sodass ihr zu euren Schatz finden könnt. Das ist gemeint. Der Scheich hat den Schlüssel von deiner Schatztruhe in seiner Tasche. Nicht du. Du bist der Erbe. Er aber hat den Schlüssel in seiner Tasche. Er ist dein Vormund. Bist du selber mit deinem Anaconda weiß umzugehen. Dass du Anaconda-Reiter sein kannst. Den Drachen fliegen, reitern kannst. Hat er den Schlüssel und deinen Schatz in seiner Tasche. Wenn du gelernt hast, gibt er dir den Schlüssel. Wie ein Kind, der nach seinem Reichtum, der reich geerbt hat, aber nicht damit umgehen kann. Dann ist das Reichtum des Kindes in einer Vormundhand oder Treuhand. Wie sagt man das? So, bis der kleine Junge gewachsen und mit seinem Reichtum umgehen kann. Genau das ist der Vergleich mit dem Spirituellen, mit der wahren Schatz. Ohne Weisheit gibt es keinen himmlischen Schatz für dich. Es gibt diese Atomtasche, sagt Grosche, wo dieser Schlüssel ist und das eine in der Hand von Putin, eine in der Hand von Trumpi. So. Gibt man diese Tasche in jede Hand? Was macht man damit? Schlecht umgehen und es gibt keine Menschheit mehr, auch nicht diesen Planeten. Deine Nase gefällt mir nicht, bumm, und dann ist weder ist er da noch du. Aber so weit hat er nicht gedacht. Dieser spirituelle Reichtum, im Vergleich zur Atomtasche, diese atomare Macht. Atomare Macht ist nichts dagegen. Du kannst Planeten ihre Plätze tauschen lassen. Du kannst ein Universum vernichten, ein neues Universum erschaffen lassen mit dieser Macht. Und das hat jeder Mensch in seiner Schatztruhe. Und solange du nicht in der Lage bist, richtig umzugehen, wird man dir diese Schatz nicht anvertrauen. Jede Seele kommt in die Welt mit einer Mission. Und das ist, nach seinem Schatz zu suchen und zu finden und damit sich zu bereichern. Also jeder hat die Aufgabe, wie ein Tier mit Tierverstand in die Welt zu kommen, aber als seine Heiligkeit, eure Heiligkeit, hochwürden rauszugehen. Das ist der Jobaufgabe von jedem. Du sollst diese Welt als seine Heiligkeit verlassen. Mit deiner Schatztruhe und mit deinem Titel Heiligkeit. Und so sagt Allah, und über sie darf niemand sagen, sie sind Tote. Das sind Heiligkeiten. Heiligkeiten sind keine Tote. Sie sterben nicht. Wie kommst du aber zu deinem Reichtum? So, das ist jetzt das Geheimnis. Ohne einen Weisen gefunden zu haben, ohne den Schlüsselträger deines Schatzes gefunden zu haben, und das ist der Scheich, spirituelle Stellvertreter des Himmels. Ein wahrhaftiger Scheich, nicht ein Scharlatan. Und ich bin nur der mit das Mikrofon, er ist der Scheich, nicht ich. So. Bekommst du das nie zu Gesicht. Und wann kriegst du von ihm deinen Schlüssel? Wenn dein Wille nicht mehr existiert. Wenn nur sein Wille in deinem Leben existiert. Dein Wille möge geschehen, Herr, musst du gesagt haben und dann auch getan haben. Wie, o Herr,
möge dein Wille geschehen. Ja, und wie hast du dir das so gedacht, Reinhard? Du sagst immer, möge dein Wille geschehen, Sheikh. Ja, und wie hast du dir das so schön gedacht? Ja, möge dein Wille geschehen. Und dann auch vielleicht meins auch noch dazu. So, aber läuft das Geschäft nicht. Entweder mein Wille geschieht oder dein Wille geschieht. Entweder ich gebe dir die Arbeit oder du verlangst von mir deine Arbeit. So geht das aber nicht. Wenn du von mir Arbeit bekommen willst, dann musst du einfach sagen, gib mir eine Arbeit, der mir gut tut. Auch wenn mein Ego das nicht so gern sieht. Dein Wille möge geschehen. Wenn man das sagt, muss man sein Wille zurück abgegeben haben. Nur so kann sein Wille geschehen. Sein Wille, dein Wille gegen sein Wille, dein Wille geht nicht. Allah macht solche Spielchen nicht mit. Hat es nicht nötig, lass mal reden. Entweder mein Wille geschieht oder mach was du willst, sagt er dann. Solange sein Wille nicht in deinem Leben geschieht, kriegst du diese Tasche nicht in die Hand. Diese himmlisch-nukleare Kraft, Macht bekommst du nicht. Die Bedingung ist, dass du nach seinem Willen agierst, reagierst und handelst. Dann vertraut man dir diese Reichtum an, weil das ist eine Macht. Dann ist sein Wort dein Wort. Dein Wort, sein Wort. Da gibt es keinen Unterschied, du und ich. Dein Wort ist sein Wort ist dein Wort. Wenn das so passiert ist, hast du dein Reichtum und dein Titel. Und dein Blick ist sein Blick. Und das ist sein Lichtblick. Und wenn du kannst dann sehen in die Weiten, endlose Weiten hinaus. Durch die Wände, was sind die Wände? Endlose Weiten hinaus kannst du sehen. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was in Ägypten über ihn gesprochen wurde, hat er alles erzählt. Das redet man jetzt hier. Und 2 Karawanenleute, Händler, sie reden, wenn sie nach Mekka kommen, wollen sie das machen, dies machen, hat er erzählt. Und sie werden in 3 Wochen da sein. Dann fragen wir sie. Nach 3 Wochen kamen die an, genau, und die Leute sagten, kommt mal hier, habt ihr das und das gesagt, wenn ihr in Mekka seid, dass ihr das und das macht? Ja, das haben wir unter uns gesprochen, sagten sie. Sayyidina Muhammad konnte hören in dieser Welt alles, was so gesagt wurde. Und er konnte auch sehen. In Damaskus gegen die oströmische Reicharmee haben ein paar tausend Muslime einen Kampf gehabt. Und Sayyidina Muhammad war Freitag Predigt und er hat gesagt, und jetzt der eine Bandenträger ist jetzt hier Märtyrer und der andere hat ihn geschnappt. Er hat ganze Ereignisse, was da aktuell passiert, hat er wie Livestream hat er berichtet. Und genau so war es. Weil er schaute mit Gottes Blick. Das ist für jeden möglich. Jeden von uns möglich, wenn wir es schaffen, dein Wille geschehe. Und nicht ohne diesen spirituellen Vormund. Der muss da sein. Dein Zikr, deine Meditation, deine Gebete, die werden erst dann wirklich aktiviert werden, diese gestapelte Energie, diese zusammengetrommelte Energie, geballte Energie, ich habe so viele Gebete gemacht, wieso funktioniert nicht? Deshalb nicht. Das ist jetzt die Weisheit. Weil da muss ein Funke noch kommen, da muss jemand drehen. Das ist eine geballte, ich habe 40 Jahre gebetet und Tag und Nacht und dann wieso habe ich immer noch keine Flügel bekommen. Ich kann nicht auf Wasser laufen, ich kann nicht wie ein Vogel in der Luft schweben, ich kann nicht durch die Wände laufen. Und man hat das versprochen. In diesem Buch steht das und in diesem Buch steht das auch. Wenn du so und so viel Zikr machst, so und so viel Gebete machst, kriegst du diese Kräfte. Und dann nichts passiert.
Da brauchst du eine Erlaubnis. Führerschein. Und das gibt dir ein Meister. Fahrschullehrer muss dir deinen Führerschein erlauben, genehmigen. Du hast das alles gemacht, super. Wir können jeden Tag da Allah, Allah sagen. Aber diese Energie, es kommt an. Aber dass du aktivieren kannst, du kannst selber das nicht aktivieren. Das macht der Scheich. Und deshalb, Reinhard, eine Stunde in der Gegenwart des Scheichs zu sein, 700 Jahre nonstop Gebet gleichgesellt. Warum? Sein Blick, du bist unter dem Blick Gottes. Das hat mehr Wert und Wirkung als all deine Gebete. Die Kraft des Blickes des Scheich, weil nicht er schaut. Der ihn auch erschaffen hat, schaut durch seine Augen zu dir hinaus. Und das ist die Energie. Und dann deine Gebete, das ist eine Pflicht, musst du. Und das bringt dich ja nah. Aber er aktiviert dich. Deshalb 700 Jahre, als ob du nonstop gebetet hättest, bekommst du einen Segen, wenn du mit dem Scheich, mit einem Freund Gottes, eine Stunde zusammen warst. Unter deinem Blick. Himmlischer Blick. Diese Kraft. Du weißt nicht, was er dir da gibt, weil du bist noch nicht so weit. Aber er gibt dir was. Niemals kommst du raus, ohne dass er in deine Tasche ein Bonbon reingeschubst hat. Du wirst das später mal, oh, wo kommt ein Bonbon her? Wer war in meine Tasche? Welche Hand? Auch wenn du einmal einen vor 1000 Jahren von dieser Welt gegangenen Heiligen Besuch machst, du kommst nicht ohne ein Geschenk von ihm raus, aber du hast keine Ahnung. Manchmal gebe ich einer der kleinen Kinder hier Schokolade oder Bonbon. Sofort greift die Mutter ein, nicht Scherz. Gut, heb auf. Bis sie so weit ist, dann kannst du geben. Und so, die Kinder müssen warten, bis sie so weit sind, bis die Mutter sagt, jetzt kannst du diese Bonbon essen. So ist das mit dem heiligen Geschenken. Sie geben dir in die Tasche etwas, aber noch nicht, du bist noch nicht so weit, dann öffnet sich das. Aber nicht ohne Geschenke gehst du hier raus. Das ist die Bedingung. So kommt dein Lamborghini in Bewegung. Benzin ist da, alles da, Schlüssel, aber keine Erlaubnis. Das braucht Autorität. Eine Erlaubnis eines Autoritäts. Deshalb Zusammenkunft, zusammen mit dem Scheich, ist ein Muss, wenn du weiterkommen möchtest. Alleine kannst du 1000 Jahre Rückzug machen, am Ende kommst du verrückt raus, aber nicht heilig. Es ist auch nicht erlaubt, allein ohne Erlaubnis einen Rückzug zu machen. Du wirst verrückt werden. Das ist eine hohe Dosis von Stromschlag. Du bist verbrannt. Der Scheich, seine Erlaubnis ist eine Ummantelung der Energie. Dann kannst du das zunutze machen, ohne verbrannt zu werden. Ohne die Erlaubnis des Scheichs, Ummantelung, du bist verbrannt. Für Laie mit Elektrik zu spielen ist verboten. Was ist daran so gefährlich, Scheich? Geh mal mit der Zunge erstmal ran, dann weißt du es. Das ist mein Tipp immer. Zum Lernen, Lehren. Damit sie verstanden haben, was ich gemeint habe. Geh mit der Zunge an ein elektrisches Gerät ran. Was sagt man dann? Dann sagt man, Reinhard, ich habe mir die Zunge verbrannt. Ha, ha. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Allahümme Nebina Muhammed Aleyhisselam salaten tedumu ve tühta ileyhi memer leyali ve tulet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhisselam salaten tedumu ve tühta ileyhi memer leyali ve tulet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhisselam salaten tedumu ve tühta ileyhi memer leyali ve tulet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhisselam salaten tedumu ve tühta ileyhi memer leyali ve tulet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhisselam salaten tedumu ve tühta ileyhi memer leyali ve tulet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhisselam salaten tedumu ve tühta ileyhi memer leyali Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Muhammeden Resulullah ala Nebina aleyhissalatu vesselam. Möge sein Licht in unser Herzen erscheinen und seine Weisheit und dass uns recht leitet, dass wir orientiert sind und nach seinem Lichte, folgend sein Licht. Bald ist es soweit, nach einer dunklen Wolke
kommt das Licht Gottes. Mögen wir diese Zeit erreicht haben. Fatiha.